Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal hier bei Comic. In diesem Video möchte ich euch kurz und knackig zeigen, wie ihr an einem Hunter IP20, das ist dieser Rasensprenger hier, dieser Versenkregler, die Schutzkappe oben austauschen könnt, wenn ihr die durch ein Rasenmäher oder ähnliches beschädigt habt. Die Kappen gibt es als Ersatz. Wie man das Ganze macht, das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. Ja, wie ihr in einem meiner letzten Videos gesehen habt, in der Zusammenfassung zum Umbau meiner Bewässerungsanlage, habe ich an einem bzw. sogar an zwei meiner Versenkregler diese Schutzkappe hier oben mit dem Rasenmäher abgefahren. Ich habe eine ganze Weile gesucht, um zu schauen, wo bekomme ich überhaupt ein Ersatzteil her? Lohnt sich das Ganze, weil der Ersatzsprenger bzw. neuer Sprenger preislich zum Teil gar nicht so viel teurer war als eben diese einzelne Kappe. Ich habe dann doch einen Anbieter gefunden. Habe dann vorsorglich gleich mal 3 Stück bestellt, also einen als Reserve. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, das ist jetzt praktisch diese Kappe für den i20, ist das gleiche Material. Ihr habt die Schlitze oben drunter für den Wasserdurchfluss, für den Winkel zum Rausziehen, als auch für die Einstellung der Düse. Und auf der Unterseite diese 4 Nasen, die ja dann in den Sprenger hineingesteckt werden. Das Ganze kam, muss ich sagen, da war ich sehr positiv überrascht, in Verbindung mit einem Schreibblock, dazu noch ein Gutschein und für mich wirklich sehr schön noch ein Katalog von Hunter selber, also die Preisliste. Da kann man sich dann wieder schön belesen, was es alles Tolles gibt, inklusive doch schöner Anleitungen oder Ideen, die man sich da sammeln kann. Nun aber geht's ans Eingemachte. Ich möchte zunächst einmal den Austausch hier an diesem Regner zeigen. Den habe ich ja nun in meiner Werkstatt noch über, der wird das nächstes Jahr eingebaut. Und anschließend geht es dann raus ins freie Gelände und im Bestand erfolgt dann die Anpassung. In diesem Modell seht ihr jetzt, ist die Kappe noch völlig in Ordnung. Trotz dessen möchte ich diese gerne austauschen, und wenn man jetzt hier einfach mit dem Finger darunter fährt, dann kann man das schon relativ gut rauslösen. Ja, also es braucht zwar einiges an Kraft, aber das funktioniert schon. Muss ich aufpassen, dass ich diese Nasen jetzt hier nicht abreiße. Hier vorne hängt das ein bisschen tiefer drin. Ich mache jetzt eins, ich nehme jetzt einfach mal einen Schraubendreher hier zur Hilfe und hebel das ganz langsam raus. Insgesamt sind es 4 Nasen. So, das war's dann schon. Ne? Dann seht ihr hier die Kappe, die ja noch intakt ist. Diese Nasen jetzt hier, ich versuche das mal ein bisschen schärfer zu bekommen, hier haben auch kleine Widerstände, kleine Haken hier. Das heißt, wenn die einmal eingebracht sind, fallen die auch nicht so einfach wieder raus. Und in den Ersatzlieferungen fällt mir jetzt auf, sind diese Widerhaken nicht da. Hier nicht, hier auch nicht und hier ebenfalls nicht. Gut, es steht Hunter drauf, auch das i20. Ich gehe davon aus, dass es trotzdem Originalprodukte sind, weil ich es direkt bei Hunter gekauft habe. Aber egal. Ihr habt jetzt hier euren Sprenger. So sieht er im Moment bei mir jetzt auch im Garten aus, die Oberfläche, weil das abgerissen ist. Grundsätzlich dürfte das Ganze jetzt keinen großen Schaden nehmen, wenn das den Sommer über draußen offen ist. Es ist halt eine optische Geschichte, dass man das nicht unbedingt so jedem zeigen möchte oder dass es nicht so aussehen soll, das Ganze. Im Winter könnte es dann schon etwas komplizierter werden, wenn dann nämlich durch Schnee oder Regen jedenfalls tagsüber hier in diese Löcher dann wirklich Wasser reinläuft, also vielfaches Wasser. Nachts kommt der Frost. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses ABS-Gehäuse dann wirklich auch dafür gemacht ist, um dann hier, wenn hier überall dann sich Eis bildet, diesen Druck standzuhalten und nicht vielleicht doch eher kaputt geht. Deswegen die Abdeckkappe, die ist zwar auch nicht 100% dicht, aber hält zumindest den Schnee auf jeden Fall fern. So, und was man halt machen muss ist, wenn das Teil einmal ausgetauscht worden oder rausgezogen worden ist oder wenn es eben abgemäht worden ist, schaut nach, dass die Löcher alle frei sind, dass das Ganze wieder reinpasst. Ihr habt dann hier, wo diese silberne Schraube ist ja auch dann die Öffnung, wo dann die Düse kommt, und an Stelle dieser Schraube kommt ja dann diese Öffnung hier oben, dieses Dreieck, das zeigt ja genau in die Richtung, wo dann der Wasserstrahl rauskommt. Und letztendlich halte ich das jetzt mal ein bisschen schräg, ihr habt die Löcher, ihr tastet das einfach und dann wird das einfach richtig kräftig reingedrückt.
an allen Stellen an der Seite ein bisschen aufpassen, dass der Gummi schön reinrutscht und dann hält es schon wieder. Wenn ich mir das jetzt hier anschaue, fertig. Viel mehr ist es gar nicht. Mal wieder zusammenbauen. Und dann wäre diese Kappe hier oben schon repariert. Ich nehme euch jetzt mit. Wir tauschen jetzt gemeinsam draußen noch die beiden Defekten aus. Da ist nämlich eine Besonderheit. Ich hatte zwischendurch versucht, das mit etwas Silikon zu kleben. Da stehen noch die Reste drunter. Die müssen wir jetzt erstmal frei bekommen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann genauso einfach funktioniert wie auch hier in meiner Werkstatt. Und da bin ich jetzt auch draußen in meinem Garten. Und hier ist einer der beiden, wo der Rasenmäher mir die Kappe abgefahren hat. Ihr seht, der Sprenger guckt relativ weit aus der Erde heraus. Der ist vor einem guten Jahr, etwas mehr als einem Jahr, ebenerdig eingebaut worden. Allerdings der Boden außenrum, das habe ich einfach unterschätzt. Der ist abgesackt, auch als ich hinten noch mitgemacht habe. Das heißt, der guckt einfach zu weit raus. Habe ja nun die Möglichkeiten, entweder den Sprenger nochmal auszubauen, etwas tiefer zu setzen oder eben alternativ die umliegende Erde etwas anzuheben. Und da der Boden hier sowieso nicht der beste ist und ich für nächstes Jahr hier doch einen Austausch bzw. einen Ersatzboden geplant habe, wird es wohl auf die zweite Variante hinauslaufen. Die Kappe, die hier drinne war, das war ja auch so eine Gummikappe, die ist durch den Rasenmäher mehrfach abgeschlagen worden. Die war zwar ursprünglich noch mit den Nasen, konnte ich wieder reinsetzen, hat aber einfach nicht mehr gehalten. Und dann habe ich hier etwas Silikon, was ich einfach zur Hand hatte, geklebt, in der Hoffnung, wenn ich dann den Gummifropfen, also diesen Deckel hier draufsetze, dass das Ganze dann hält. Das tut es leider nicht. Also hier am ABS-Kunststoff von diesem Rasensprenger hält das Ganze relativ gut. Das seht ihr hier, wenn ich jetzt versuche, das abzuziehen, das ist schon heute bei knapp, ja, das Ganze liegt in der Sonne, sind bestimmt knappe 30 Grad, die jetzt hier anliegen. Geht es doch schon runter, aber an der Kappe selber hat das überhaupt nicht gehalten. Ich werde jetzt hier zunächst das Ganze versuchen zu reinigen. Ja, ihr habt ja dann die Löcher, eins hier, eins hier, eins hier und hier drüben ist auch noch das vierte Loch und da muss ich jetzt eben rankommen und das wieder frei machen. Soweit wäre das schon erledigt. Und jetzt sehe ich hier, ich hoffe man kann das auch erkennen, wir gehen mal ein bisschen ran mit der Kamera, dass eben hier in diesem Loch der Gummifropfen noch drin sitzt. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, den da rauszuholen. Mit meiner Elektrikerzange komme ich hier nicht rein. Jetzt habe ich ihn auch noch weiter reingeschoben. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier eine dünne Schraube holen. Ist so ganz durchgefallen. Und versuchen, den wieder rauszuholen. So, anschließend nehme ich dann meine Kappe. Ich habe jetzt hier die Schraube und in diesem Bereich muss ja dann das Ganze gesetzt werden. Das passt auf Anhieb hier rein. Jetzt wird das Ganze nur noch wieder eingedrückt. Ja, dass das überall steht. Hier hinten merke ich jetzt, da bin ich wahrscheinlich mit dem Rasenmäher angeschlagen. Da ist die Kante nicht genau rund. Da ist eine kleine Kerbe drin. Aber der Sprenger funktioniert im Moment einwandfrei. Das macht für mich jetzt wirtschaftlich keinen Sinn, den auszutauschen. Sollte es irgendwann mal größere Probleme geben, dann wird er jetzt auf der Erde rausgedreht, neu angeschlossen. Das ist ein Vorgang, das habt ihr in meinen anderen Videos schon gesehen. Das dauert vielleicht eine halbe Stunde und dann funktioniert das Ganze wieder. Hier nun seht ihr den zweiten Sprenger, der ebenfalls abgetrennt worden ist. Und an diesem Sprenger ist so, die Kappe hängt hier noch dran. Hier vorne ist die mal hochgeschlagen. Und da ist unwahrscheinlich viel Erde drin. Das seht ihr hier, Erdklumpen. Das liegt einfach daran, dass sich hier um diesen Sprenger ringsherum Ameisen angesiedelt haben. Ja, das ist, die Kappe an sich, denke ich, ist sogar noch soweit in Ordnung hier. Auch hier wird das Ganze jetzt erstmal gereinigt.
hier bei mir relativ lehmiger Boden. Wenn der nass ist, dann klebt er sehr stark, bindet stark ab. Wenn er getrocknet ist, dann ist das hart wie Stein. So. Das weitestgehend rauskriegen. So. Und dann ist das Ganze ebenfalls frei. Ich könnte jetzt versuchen, diese Kappe wieder einzubauen. Die ist jetzt hier oben ein bisschen abgebogen. Aber als Ganzes sieht mir die hier noch recht gut aus. Ja, die Nasen sind noch dran, auch von der Länge her. Nicht abgebrochen, abgeknickt. Das ist alles noch in Ordnung. Wir probieren das jetzt einfach mal. Hier vorne, das ist jetzt der Schraubenkopf. Und da merkt man hier, das Ganze geht jetzt nicht so schön rein. Aber jetzt man hat so einen kleinen Widerstand gemerkt, der da übergangen wird. Und wenn ich jetzt dran ziehe, dann rutscht das hier vorne auch gleich wieder raus. Also das hält nicht wirklich. Wir probieren das jetzt einfach mal mit der Ersatzkappe. Ob das jetzt einen Unterschied macht. Aber auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass hier großen Widerstand drin ist. Also speziell hier vorne, diese beiden Löcher, da scheint jetzt das Ganze nicht mehr so gut dran zu halten. Ich baue das jetzt erstmal trotzdem ein und anschließend werden wir den Wassertest machen, Wasser auf die Anlage geben und mal schauen, ob das alles hält, wie ich mir das vorstelle. Und da bin ich wieder an meiner Verteilerbox. Wir öffnen diesen Wasserkreis und dann schauen wir mal. Ihr seht jetzt hier, ja, der Sprenger funktioniert ganz normal, alles ordentlich. Und auch dieser Sprenger hier. Und die Kappe ist halt hier nicht so schön drauf. Ihr seht, ich kann das hier ein bisschen abheben. Aber es hält. Ich muss zukünftig mit dem Rasenmäher einfach noch mehr aufpassen. Mein Gardena Sileno, mein Rasenroboter, der macht hier keine Probleme, der fährt weit genug drüber. Aber mein großer Rasenmäher, mein Benzinrasenmäher, der hat schon einen gewaltigen Unterdruck. Der zieht das dann auch wie ein Staubsauger aus und wenn dann noch die Messer entsprechend knapp drüber fahren, wird das Ganze abgeschlagen. Aber ich habe es zumindest jetzt erstmal geschützt. Wenn dann in ein paar Monaten vielleicht der erste Schnee kommt, dass hier da kein Wasser reinläuft in diese Löcher und das Ganze mir nicht durch den Frost aufgesprengt wird. Wenn ihr vielleicht eine andere Idee habt oder mir einfach sagen könnt, ob ich was beachten müsste, ob ich jetzt was falsch gemacht habe in der Befestigung, schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Videos, was ihr vielleicht sehen wollt, wie ich das umgesetzt habe, schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Ansonsten, kurz und knackig sollte dieses Video werden. Bleibt dabei, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!